Hallo Freunde, willkommen alle, ich hoffe es geht euch gut. Im heutigen Trainingsvideo zeige ich Ihnen die Handelstaktiken und Handelsstrategien, die ich Ihnen bisher erzählt habe, meine Freunde. Worauf achte ich eigentlich beim Live-Trading bei Ihnen? Ich wollte diese zeigen, aber ich bin kein YouTuber. Ich kenne mich mit diesem Thema nicht so gut aus. Deshalb weiß ich nicht, wie man Videos hinzufügt, wie man sie schneidet. Freunde, ich habe es nur versucht, es hat nicht funktioniert. Und da ich normalerweise in Sekundenschnelle in Transaktionen ein- und ausgehe, Freunde, wäre mir das nicht eingefallen, außerdem würde es meinen Tag beenden, wenn ich versuchen würde, sie zu bearbeiten. Ich verdiene bereits Geld, indem ich Leute tausche. Wenn ich mich jetzt diesem YouTube zuwende, bin ich aus meinem eigenen Geschäft heraus, ich kann selbst kein Geld verdienen. Deshalb Freunde, ich habe eine Methode für Sie gefunden, ich habe mit einem sehr kleinen Betrag gehandelt, den ich auf mein Binance-Konto eingezahlt habe, ich werde sie Ihnen Sekunde für Sekunde zeigen. Wie habe ich sie danach gehandelt? Ich zeige Ihnen die Grafik. Ich werde dafür sorgen, dass Sie das verstehen, meine Freunde. Was ich will, ist, dass jede Strategie, die ich Ihnen erzähle, meine eigene Strategie ist. Ich teile mit Ihnen die Strategien, die ich umgesetzt und für erfolgreich befunden habe. Ich hoffe, es wird nützlich sein, Freunde. Nichts, was ich in dieser Schulung erklären werde, ist Anlageberatung, es dient lediglich Bildungszwecken. Ich habe euch bereits von dem Training erzählt, das ich euch jetzt in einem 5-minütigen Trainingsvideo zeigen werde, Jungs. Jetzt wechsle ich zu meinem Binance-Konto. Wie ich schon sagte, Freunde, es gibt einen kleinen Betrag, den ich zuvor auf mein Binance-Konto geworfen habe, es waren $700. Ich habe $700 investiert, um dieses Video zu drehen. Warum habe ich $700 investiert? $700, das heißt, die Zahl 700 ist für mich eine sehr glückliche Zahl. Denn als ich 2010-2011 in diesen Markt eingetreten bin, habe ich diesen Markt betreten, indem ich einen Mindestlohn gezahlt habe. Also bin ich mit etwa 700 Teelöffel in diesen Markt eingetreten. Ich habe hier einen Mindestlohn investiert und danach wurde mein Leben geprägt und verändert, Freunde. Deshalb mache ich meine Transaktionen immer über 700, Freunde, also vervollständige ich mein Geld auf 700 und handle mit denen über 700. Um dieses Video zu drehen, habe ich $700 auf mein Konto eingezahlt. Ich habe einen Handel damit gemacht. Ich werde Ihnen die Trades zeigen, die ich hier gemacht habe, Freunde, und ich werde Ihnen auch zeigen, welche Strategie und welche Kauf- und Verkaufstaktik ich anwende. Ich werde versuchen, es Freunden zu erklären. Wenn wir nun mein Binance-Konto aufrufen, werden, wie Sie sehen können, meine Kauf- und Verkaufsdokumente hier in den Futures-Konten angezeigt, mal sehen. Ich habe um 21 Uhr und 42 Minuten eine Short-Position in ADA Coin eröffnet, Freunde. Und 21 Uhr 42 Minuten und 53 Sekunden ich habe meine Position in der dritten Sekunde geschlossen. Wie Sie sehen können, habe ich meine Position geschlossen. Mit anderen Worten, im Durchschnitt eine 1-Minuten-Transaktion oder eine 45-Sekunden-Transaktion, Freunde. Was ich betrete und verlasse geschieht zusammen, schauen wir uns diesen Vorgang jetzt an. Um 21 Uhr und 42 Minuten habe ich eine Verkaufsorder eingegeben, also eine Short-Order. Um 21 Uhr und 42 Minuten Freunde. Diese Leiste, das heißt, da dies 5 Minuten Zeitrahmen sind, Freunde, da die Strategie, die ich bereits erklärt habe, die 5 Minuten Strategie ist, werde ich dies zeigen. Jetzt um 21 Uhr und 42 Minuten erteile ich eine Short-Order und handele mit dieser Kerze. Als ich Ihnen von diesem Trainingsvideo erzählt habe, habe ich Ihnen gesagt, wie Sie die Long-Order eingeben. Aber was habe ich gesagt, wenn der Preis dort die Linie berührt, verkaufen wir die Coins, weil wir verstehen, dass der Preis fallen wird. Da ich hier natürlich spät in den Handel eingestiegen bin, Freunde, bin ich mit dieser Kerze in den Handel eingestiegen und habe eine kurze Order in dieser Kerze abgegeben. Danach schloss ich meine Position wieder mit einem sehr kleinen Betrag, nahm meinen Gewinn mit und ging, und dieser Vorgang dauerte durchschnittlich eine Minute. Wenn wir nachsehen, verstehe ich, dass der Preis in die Lagune eingetreten ist und die Stochastik an diesem Balken nach unten kreuzt. Und es kreuzte nach unten und ich erkannte, dass es fallen würde, Freunde, und ich schlossen meine Position. Schauen wir uns unsere andere Position an, diese XLM-Freunde, es hat eine Weile gedauert, ich konnte weder kaufen noch verkaufen, ich habe sie dort wieder verkauft, wo ich sie gekauft habe. Mal sehen, wie viel ich gegeben habe, ich habe eine Short Order bei 0,39516 gegeben.
An der Stelle, an der ich es verkauft habe, habe ich für fast Provision gearbeitet. Hier ging das Geld an die Provision. Ich habe weder Verlust noch Gewinn. Schauen wir uns unsere andere Kryptowährung an. Ich habe um 20 Uhr und 41 Minuten eine Transaktion in Mana eröffnet, Freunde. Ich habe das Manas um 20 Uhr und 42 Minuten verkauft, wie Sie sehen können. Ich korrigiere es sogar, sorry. Ich habe es um 20 Uhr und 45 Minuten verkauft. Also habe ich es 4 Minuten später verkauft. Freunde, ich habe hier eine Bestellung aufgegeben. Dann habe ich die Order abgebrochen, selbst auf dem Markt verkauft, um 20 Uhr und 41 Minuten eingegeben und um 20 Uhr und 45 Minuten verlassen. Werfen wir einen Blick auf das Mana. Ich steige um 20 Uhr und 41 Minuten in den Prozess ein, Leute. Diese Bar ist geschlossen, die 20 Uhr und 40 Minuten Bar ist geschlossen, ich habe eine kurze Bestellung in dieser Bar aufgegeben. Ich habe an dieser Bar eine kurze Bestellung aufgegeben, bin aber wie gesagt nach 4 Minuten, wie man sieht, Freunde aus der Transaktion gegangen. Weil der Preis profitabel war, kam der rote Balken und ich habe hier kurz bestellt. Ich bin auch hier rausgekommen, Freunde, lasst mich euch das sagen. Der Preis, den ich gekauft habe, war 2,5635, der Preis, den ich verkauft habe, war 2,5612, ich habe hier einen guten Gewinn gemacht, Freunde. Wie Sie hier sehen können, Freunde, habe ich mit $700 angefangen und es im Durchschnitt auf $728 erhöht. Ich habe ungefähr 10 Transaktionen gemacht, ich hatte heute etwas Arbeit, ich konnte nicht viel vor dem Computer sitzen. Ich habe tagsüber gehandelt, nur um ein Video für Sie zu machen. Um es euch zu zeigen, schauen wir uns jetzt Sushi an, Leute. Auf die gleiche Weise habe ich hier eine Verkaufsposition eröffnet, Freunde. Ich habe hier eine Verkaufsorder eingegeben, ich habe sie um 19 Uhr und 36 Minuten verkauft. Ich habe meine Position um 19 Uhr und 37 Minuten geschlossen, Freunde, wie Sie sehen können, ist der Ort, an dem ich verkaufe, 12 Uhr und 29 Minuten. Der Ort, an dem ich die Position geschlossen habe, ist 12 Uhr und 25 Minuten, ich komme auf sehr gute Weise mit Gewinn aus der Transaktion heraus, Freunde. Auch hier habe ich wieder eine Transaktion zu Sushi eröffnet. Ich habe bereits 2 Transaktionen hintereinander eröffnet. Hier habe ich um 12 Uhr und 20 Minuten noch einmal kurz geordert, um 12 Uhr und 17 Minuten habe ich meine Position wieder geschlossen, Freunde, und ich habe wieder sehr gut profitiert. Wenn wir nach unten schauen, Freunde, gibt es SHIB, es gibt KEEP, wie Sie hier sehen können. Schauen wir uns nun SHIB an, wo ich den Auftrag auf die gleiche Weise erteilt habe. Ich habe auch dafür eine Long Order eingegeben, Freunde, ich habe eine Long Order bei 0,5581 gemacht, ich habe sie bei 0,56 verkauft. Ich sagte also voraus, dass es steigen würde, ich gab eine Long Order ein und profitierte sehr gut davon, meine Freunde. Hier gibt es ungefähr 10 Transaktionen. Wie Sie sehen können, habe ich die Transaktion innerhalb von Sekunden, das heißt innerhalb von Minuten, beendet. Wenn wir uns SHIB ansehen, habe ich um 14 Uhr und 56 Minuten eine Long Order eingegeben, ich habe sie 4 Minuten später um 3 Uhr verkauft. Ich habe den Artikel verkauft und heute mit diesen Transaktionen einen Gewinn von etwa 30 US-Dollar erzielt. Unter normalen Bedingungen gehe ich 100.150 Transaktionen pro Tag ein und aus, also mache ich 100.150 Trades pro Tag. Und ich habe heute hier gerade 10 Transaktionen getätigt, sowohl wegen meiner Arbeit als auch um es euch zu zeigen. Das habe ich dir in der Tabelle gezeigt. Mal sehen, wie viel Gewinn ich von Ihnen bekommen habe. Ich habe eine Short Order in ADA-Coin eingegeben, wie Sie hier sehen können. Und ich habe mit der ADA-Münze einen Gewinn von etwa 5 US-Dollar erzielt, aber wir können die von mir gezahlte Provision von hier aus einfacher sehen. Ich gab, während ich 86 Cent gewann, ich zahlte eine Provision von $1 und 50 Cent. Ich habe also $5 Gewinn, $1,5 ist die Provision dafür, Leute, $3,5 gehören mir. Wie Sie sehen können, senken wir die Seite auf die gleiche Weise ein wenig ab. Zum Beispiel habe ich eine Verkaufsorder auf Sushi gegeben. Ich habe hier $1 Provision bezahlt, dort 83 Cent. Wenn ich mir die Seite über meinen Freunden anschaue, werden zu viele angezeigt, weil sie Stück für Stück verkauft werden. Sagen wir $6 da drüben. Entschuldigung, ich korrigiere, lassen Sie mich Ihnen diesen Prozess zeigen, dieser untere Prozess ist sehr chaotisch. Ich habe um 19 Uhr und 36 Minuten eingegeben und um 19 Uhr und 37 Minuten eine Short Order in einem Minutenhandel eingegeben und ich habe eine Provision von 86 Cent und $0,5.
Hier beträgt mein Gewinn $7, also habe ich hier einen Gewinn von $7, 6,84 und 0,16 Cent $07. Ich habe die Provision mit einem Gewinn von $7 bezahlt, das sind $1,5. Also Freunde, es sind ungefähr 6,5 $, so viel Gewinn hatte ich auf dem gleichen Weg. Genauso ist es bei den Transaktionen unten. Freunde, jetzt sind die Gewinne nicht sehr leicht zu sehen, da es hier in viele Stücke geteilt ist. Zum Beispiel hat Chip hier 4, hier 5, hier 6, ich habe insgesamt einen Gewinn von etwa $7 erzielt. Auf die gleiche Weise, Freunde, habe ich eine Provision von etwa $1,5, die hier in Provisionen erscheint. Jetzt, da ich meine Freunde auf dem Markt kaufe und verkaufe, verkauft er diesen Handel Stück für Stück. Da es in Stücken gekauft wird, sieht es hier unordentlich aus. Aber das wollte ich euch sagen. Ich wende alle Strategien selbst an, die ich Ihnen gesagt habe. Nun, warum trete ich Short? Freunde, lasst es mich euch zuerst sagen. Nun, aufgrund der Natur unserer Leute wollen wir immer, dass der Markt wächst, aber ich glaube, dass meiner Meinung nach ist es rentabler, einen Trade zu eröffnen, um den Markt leer zu verkaufen, das heißt in einem Markt, der fallen wird, als eine Transaktion in einem steigenden Markt zu eröffnen. Ich tue dies, meine Freunde, ich gehe immer mit dieser Logik vor, und meistens sind meine Transaktionen Short Orders. Ich gebe nicht oft Long Orders ein, es gibt hier 10 Transaktionen, ich glaube, ich habe Long Orders für 4 von 10 Transaktionen gegeben. Ich habe eine Long Order in KIP eingegeben, ich habe eine Long Order in SHIB eingegeben. Ich habe erneut eine Long Order in SHIB eingegeben. Ich habe eine Long Order in RIF eingegeben. Wenn Sie den Handel berechnen, den ich gemacht habe, dauert es nicht einmal 10 Minuten. Mit anderen Worten, die Zeit, die ich in der Transaktion verbracht habe, dauert im Durchschnitt nicht einmal 10 Minuten, und ich habe mit der Strategie, die ich Ihnen gerade erzählt habe, in 10 Minuten etwa 28 US-Dollar und 30 Cent verdient. Das heißt, wenn wir es mit türkischen Lira multiplizieren und in TL umrechnen, entspricht es einem Geld von etwa 250, 300 Lira. Was ich meine ist, dass wir, wenn wir sehr gut an unseren Strategien festhalten, tatsächlich Geld verdienen werden. Leute, es ist nicht unmöglich. Lassen Sie uns einfach wissen, wo wir in den Handel einsteigen und wo wir aus dem Handel aussteigen. Ich habe Ihnen meine Transaktionen bis auf die Sekunde offen gezeigt, Freunde. Nur um Ihnen die folgenden Transaktionen zu zeigen, ich habe $700 auf das Konto eingezahlt und mit diesen $700 gehandelt, damit Sie sich um dieses Fragezeichen keine Sorgen machen müssen, sagt uns unser Lehrer Hermes, aber Sie sollten die Frage nicht vergessen, ob er gilt es selbst, Freunde. Deshalb habe ich es dir gesagt. Wie gesagt, ich werde Ihnen nicht die Strategie zeigen, die ich nicht selbst umgesetzt habe. Wissen Sie, ich nehme hier normalerweise eine Short-Position ein, weil es zu einem Rückgang des Marktes kommen wird. Weil wir den Markt auf beide Arten bewerten müssen. Ja, wir platzieren eine Long Order, wenn hier eine Kaufbedingung besteht und wir glauben, dass der Markt steigen wird. Aber denken wir darüber nach, wir können eine Position für einen Abwärtstrend eröffnen. Berücksichtigen wir auch diese. Ich hoffe, meine Freunde, es war hilfreich. Das ist alles, was ich Ihnen in diesem Video sagen werde. Ich hoffe, es hilft Ihnen, ich hoffe, es ändert Ihre Perspektive. Nichts, was ich in diesem Schulungsvideo erzähle, ist eine Anlageberatung, Freunde. Finanzmärkte, Kryptowährungen, Aktienmärkte, Forex-Markt stellen alle ein Risiko dar. Wenn Sie unbewusst investieren, können Sie Ihr gesamtes Geld verlieren, seien Sie vorsichtig. Und am wichtigsten, handeln Sie beim Investieren sehr, sehr vorsichtig und bewusst, Freunde. Weil Sie dich in Zukunft wirklich riskieren werden. Mit anderen Worten, das Risiko, Ihr Geld vollständig zu verlieren, ist in diesen Märkten sehr hoch. Handeln wir also bewusst. Passt auf euch auf, Jungs, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Trainingsvideo.